Letztendlich war sie es, die auf die neue Entwicklung bei OmniRemaka gestoßen ist. Ach. Ist das so, Carla? Carla, du hast bewiesen, dass du etwas kannst. Ich hätte dich gern weiter an meiner Seite. Du hast Kontakte zum Justizministerium, zu den Richtern. Und keiner von denen wird sich von mir zu einer Rechtsbeugung anstiften lassen. Johannes, bitte! Du bist der Einzige, der Christian jetzt noch helfen kann. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass mich deine Bitte etwas überrascht. Es ist ja nicht für mich, es ist für Christian. Ein Freund von dir gerät in Not und schon sind alle Vorbehalte gegen mich wie weggeblasen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, Nico, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie du dich in den letzten Wochen Elisabeth und mir gegenüber verhalten hast. Ich weiß. Du wolltest nichts mehr mit mir zu tun haben. Das weiß ich doch. Das freut dich jetzt, oder? Hätte ich mal lieber mein Abitur gemacht, dann bräuchte ich jetzt nicht bei dir angekrochen kommen. Ach, Nico. Wenn du denkst, dass ich das als Genugtuung empfinde, irrst du dich. Dennoch, ich hätte mich schon gefreut, dass du nicht nur zu mir kommst, weil du etwas brauchst. Und? Kannst du mir helfen? Leider nein. Auch wenn ich über die entsprechenden Kontakte verfüge, kann ich nicht in ein laufendes Verfahren eingreifen. Was ich für dich tun kann, ist, deinem Freund einen der besten Anwälte des Landes besorgen. Mehr ist mir im Moment nicht möglich. Wie stellst du dir das vor? Du kannst doch nicht einfach so nach Frankreich abhauen, nur weil Anne hier anscheinend kein Bein mehr auf den Boden kriegt. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Der Job ist eben besser als ihr letzter. Ja, wie schön für sie. Und von dir verlangt sie so ganz nebenbei, dass du deine ganze Zukunft aufs Spiel setzt. Wir haben uns das auch anders vorgestellt, das kannst du mir glauben. Und das heißt? Eigentlich sollte Anne erst nächstes Schuljahr ihren Job annehmen. Aber sie wollen sie jetzt sofort in Frankreich haben. Tja, und heute Abend geht's los. Was? Heute Abend? Es tut mir leid, dass du das jetzt so kurzfristig erfährst. Ja. Du willst wirklich mit ihm mitgehen? Weg von mir? Von deinen Freunden? Ohne Abitur? Das kann ich auch in Frankreich nachholen. Ist kein Problem. Aber eine Fernbeziehung, ich pack das nicht. Mir bleibt keine andere Wahl. Du übersiehst nur eine Kleinigkeit. Es ist nicht deine Entscheidung. Es ist meine. Und ich will, dass du hier bleibst. Ja und? Du kannst mich ja wohl schlecht zwingen. Wenn es sein muss, doch, kann ich. Ich verbiete dir, mit Anne nach Frankreich zu gehen. Alle Geräte hier sind ausnahmslos auf dem neuesten technischen Stand. Und wir scheuen auch keine Kosten und Mühen, unsere Mitarbeiter fortlaufend für unsere Bedürfnisse zu schulen. Ja. Mal abgesehen davon, dass es unsere Kosten sind, die Sie da nicht scheuen, haben Ihre Erfolge ja doch ziemlich lange auf sich warten lassen. Ich kann Ihren Unmut natürlich verstehen, Graf Lahnstein. Aber wie Sie ja bereits wissen, sieht im Moment alles sehr vielversprechend aus. Frankenberg? Entschuldigen Sie bitte einen Moment. Was soll das? Egal, was er sagt, du fällst drüber her. Ich rücke seine blumigen Werbebotschaften einfach nur ins rechte Licht. Nein. Du glaubst immer noch nicht an den Erfolg. Und das nur, weil es meine Idee war, an OmniRemaka festzuhalten und nicht zu verkaufen. Ich halte mich einfach nur an die Fakten. Noch ist das neue Antihistamin nicht patentiert. Aber bald. Und wenn das Medikament erstmal auf dem Markt ist, dann können wir unseren Kredit mit einem Schlag zurückzahlen. Ja, wenn. Und bis dahin sehe ich jede Menge neue Kosten auf uns zukommen. Ja, ganz bestimmt. Es läuft alles nach Plan. Sie können sich vollkommen auf mich verlassen. Wie konnte das nur passieren? Wir haben doch alles... Ich begreife das einfach nicht. Professor Frankenberg, ist alles in Ordnung? Es ist mir extrem unangenehm.
Also, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ja, wie wär's denn ein Wort nach dem anderen, in ganzen Sätzen vielleicht? Als ich vorhin meinte, dass sich die Entwicklung des Antihistamins in der Endphase befindet, da habe ich mich leider getäuscht. Wie bitte? Ich habe soeben erfahren, dass einige der Probanden bei der letzten Testreihe, ja, wie soll ich sagen, unerwartete Nebenwirkungen gezeigt haben. Das darf doch nicht wahr sein. So leid es mir tut, aber das wird die Freigabe für den Markt natürlich auf unbestimmte Zeit verzögern. Hallo. Hi. Moment, wie ist es denn gelaufen? Super. Christian ist frei und Johannes ist überglücklich, mir einen kleinen Gefallen getan zu haben. Also wollte dein Vater dir nicht helfen? Wollte nicht, konnte nicht, keine Ahnung. Oh Mann, und jetzt bereust du es, dass du ihn überhaupt gefragt hast. Nein, das nicht, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Und ich muss doch irgendwas machen. Was ist, wenn sie Christian wirklich wegen versuchten Totschlag verurteilen? Ich hab da was dich aufbaut. Kleine bunte Pillen? Hier, der war heute in der Post. Von Christian. Danke. Hey! Deine Schwester ist manchmal echt assi. Ja, und du so sensibel wie Schleifpapier. Grobes Korn. Ach ja, ich weiß. Nico geht es so schlecht, dass sie schon meine Briefe klauen muss, weil sie die totale Schreibblockade hat. Wenn ich Zeit habe, lege ich eine Gedenkminute für sie ein. Okay, das war nicht in Ordnung, aber das weiß sie selbst. Oh. Mann, Coco, wie würdest du denn reagieren, wenn der Mann, den du liebst, im Gefängnis sitzt? Wenn Nico Christian wirklich lieben würde, dann wäre ja auch was Eigenes eingefallen. Sie hätte einfach nur ihre Gefühle beschreiben müssen. Wenn sie überhaupt welche hat. Moment mal, Nico liebt Christian. Und sie würde alles dafür tun, wenn er nur endlich wieder frei käme. Sonst hätte sie wohl kaum ihren Vater um Hilfe gebeten. Ich denke, die beiden sind so verstritten. Eben. Sie hat aber leider recht, Paul. Du bist eben noch keine 18. Aber schon älter als 5,5 und kann gut meine Entscheidung allein treffen. Tja, sie hat aber die Aufsichtspflicht. Und wenn sie ihre Erlaubnis nicht erteilt, dann können wir gar nichts dagegen tun. Dann hat Susanne also nicht erlaubt, dass du mit nach Frankreich kommst? Das kann sie gleich wieder vergessen. Ich lasse mir gar nichts verbieten. Und was willst du machen? Einfach abhauen? Ja, wenn es sein muss. Und was ist, wenn du erst mal vorfährst und Paul nachkommt, sobald er volljährig ist? Ich glaube auch. Eine andere Lösung bleibt uns wohl nicht. Das sind über 3 Monate. Ich will nicht so lange ohne dich sein. Ich weiß es nicht. Susanne sagt nein und du nimmst das einfach so hin. So nach dem Motto, kannst du eh nichts machen? Denkst du etwa, mir wäre es anders nicht auch lieber gewesen? Ja. Das frage ich mich so langsam. Ich will das doch einfach nur verstehen. Dieses Medikament wurde schon zigmal getestet. Da sind nie irgendwelche Probleme aufgetaucht. Und diese letzte Untersuchung, die war doch im Grunde nur reine Formalität. So etwas kann leider eben immer wieder passieren. Und wenn wir dieses eine Mal ein paar ganz besonders sensible Versuchspersonen eingeteilt haben, der eine reagiert allergisch, der andere eben nicht. Eine allergische Reaktion auf ein Antiallergikum. Das dürfte so ziemlich die beste Werbung sein, die man sich vorstellen kann. Die genauen Ergebnisse der Testreihe liegen natürlich noch nicht vor. Ja, und was kostet uns diese Ursachenforschung? Ja, also das müsste ich erst mal so auf die Schnelle. Gott nochmal, Sie stammeln doch schon wieder. Also vermute ich mal, es wird uns eine ganze Menge kosten. Und wem haben wir das zu verdanken? Das konnte doch niemand ahnen. Ach nein? Ich hätte Omni Remacar schon längst zu einem akzeptablen Preis verkaufen können. Aber du musstest mir natürlich wieder dazwischen funken. Kann nur so unprofessionell sein. Ich bin jedenfalls nicht so leicht zu verunsichern wie du. Ich lasse die Testergebnisse einfach noch mal überprüfen und dann sehen wir weiter. Bitte, Carla, gib doch einfach zu. Du hast Mist gebaut. Abwarten. Meine süße Nico, eigentlich ist hier schon längst Nachtruhe angesagt, aber ich kann nicht einschlafen, weil ich immer an dich denken muss. Erst einmal, mach dir keine Sorgen um mich. Hier ist es wirklich nicht halb so schlimm, wie du dir ausgemalt hast. Klar, Urlaub sieht anders aus, aber immerhin habe ich viel Zeit zum Lesen.
Das Schlimmste ist nach wie vor nicht beide sein zu können. Dich nicht streicheln zu können, dich zu küssen und ob dir Stellen zensieren. Erst habe ich versucht, nicht mehr an dich zu denken, um dich nicht noch mehr zu vermissen, aber das hat nicht funktioniert. Dann habe ich erst recht deine schönen Augen vor mir gesehen. Ich kann ohne dich nicht mehr sein, Nico. Und dass du mir in deinen Briefen geschrieben hast, dass es dir genauso geht, das macht mich so glücklich. Deine Worte, die haben mir so viel Kraft gegeben. Bitte schreib mir bald wieder. Ich kann es kaum erwarten. Stell dir vor, Paul will sich mit Anne nach Frankreich absetzen. Heute Abend. Er wollte noch nicht mal die Schule hier fertig machen. Susanne? Ich hab's ihm natürlich verboten, aber ich bin immer noch fix und fertig deswegen. Ich meine nicht nur, dass diese Frau sich auf einen Minderjährigen einlässt. Jetzt bringt sie ihn schon dazu, hier einfach alles aufzugeben. Susanne, entschuldige, aber ich sitze gerade mit meinem Vater in einer Besprechung. Ja, dann lass uns später telefonieren. Ja, ich rufe dich an. Bis dann. Bis dann. Als meine Mutter damals gestorben ist, hast du mich bei dir aufgenommen. Dabei bist du nicht mal meine leibliche Mutter. Hast du im Ernst geglaubt, ich schick dich beim ersten kleinen Problem weg, weil ich dich adoptiert habe? Du bist vielleicht ein Schätzchen. Sowas darfst du nie auch nur denken. Versprich mir das. Du hast so viel für mich getan, ich mach dir nur Stress. Du bist mein Sohn. Und ich hab dich lieb. Hm? Ja, das sieht ja nicht gerade so aus, als ob du Erfolg gehabt hättest. Hm? Paul, ist er nach Hause gekommen? Ich dumme Kuh hab geglaubt, er würde seine Familie so vermissen, dass er freiwillig hier bleibt. Soll ich mal mit ihm reden? Das ist lieb von dir. Aber ich glaube, das bringt nichts. Wer weiß? Du hättest sein Gesicht sehen sollen, als ich ihm verboten habe, seine Freundin zu begleiten. Ich glaube, das verzeiht er mir nie. Ach, komm. Wenn wir Omni-Remaker sofort verkaufen, dann wird die Lahnstein Holding ein geringes Stück weit entlastet. Investieren wir weiter, dann machen wir noch mehr Schulden oder wir sind alle Schulden auf einen Schlag los. Vater, gib Omni-Remaker eine Chance. Wir dürfen jetzt nicht alles hinschmeißen. Gott, das klingt ja schon wie Lassie darf nicht sterben. Darf es noch die Dessertkarte sein? Wie wär's zur Abwechslung mal mit einem konstruktiven Beitrag? Im Gegensatz zu dir kann ich wenigstens zugeben, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Dafür bist du anscheinend ja zu stolz. Du warst von Anfang an dagegen, nur weil ich diese Idee hatte. Du bist so armselig. Schluss jetzt! Ich habe euch beide nicht auf das Projekt angesetzt, damit ihr euch jetzt aufführt wie zwei trotzige Kleinkinder. Hier geht es um die Zukunft der Holding. Herrgott noch mal! In Anbetracht der Tatsache, dass ihr beiden euch nicht einigen könnt, werde ich mich ab sofort selbst um die Belange von Omni-Remaker kümmern. Hold on. Es wird Zeit. Okay, I'll transfer 2 million to my Singapore account and you're in charge of the takeover, okay? No, get rid of the staff. I got my own people. Okay, see you, bye. Also alle Mitarbeiter feuern? Hat Sie irgendjemand um Ihre Meinung gebeten? Also. Sie wissen, was Sie zu tun haben? Ja, Sie haben mich ausdrücklich instruiert. Dann halten Sie sich daran. Und sehen Sie weiterhin so fantastisch aus. Wir können ins Kino. Es sind ein paar tolle neue Filme angelaufen diese Woche. Wir können auch einfach nur spazieren gehen und dann kommen wir ganz zufällig an der neuen Eisdiele vorbei. Ich sag dir, die haben unglaubliche Sorten. Jana, das ist wirklich lieb. Okay? Wenn du nicht raus willst, ich glaube, wir haben noch Eis im Kühlschrank. Ich will gar kein Eis. Du willst immer Eis, vor allem wenn es dir nicht gut geht.
noch so nach Frankreich verkrümeln zu wollen. Das geht ja wohl gar nicht. Ich dachte, du fällst über mich her, weil ich mich wieder in euer Leben einmische. Quatsch. Ich hätte kein Wort mehr mit dir gesprochen, wenn du nichts unternommen hättest. Paul bleibt erstmal hier. Und ich bin mir sicher, dass er in den 3 Monaten, bis er volljährig ist, zur Vernunft kommen wird. Das ist doch wohl Wunschdenken, Susanne, und das weißt du auch. Wie meinst du das? Na, stell dir mal vor, ich hätte es dir damals verboten. Du hättest es mir verboten. Allerdings hätte ich das. Und nun tu dir selbst den Gefallen und versetz dich in seine Lage. Nun ja, ich würde dich die nächsten 3 Monate verfluchen, um mich dann spätestens zu meinem 18. nach Frankreich abzusetzen. Alles Gute auf jeden Fall. Tschüss. Von mir auch. Und Einladung nach Marseille sind übrigens sehr gerne gesehen. Ich werde es mir merken. Danke, Ciao. dass ihr noch mal vorbeigeschaut habt. Oh, für mich? Danke. Sehr schlimm, dass du jetzt erstmal ohne Paul fährst. Natürlich werde ich ihn vermissen. Ja, aber die 3 Monate kriegen wir auch irgendwie rum. Aber? Ach, ich finde es einfach nicht gut, dass die ganze Situation so negativ belastet ist. Du meinst wegen Susanne? Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn Paul gleich mit mir gekommen wäre. Aber wenn es die Umstände nun mal nicht zulassen, zumal Susanne ja wirklich recht hat. Ich weiß selbst, dass es für ihn am besten wäre, wenn er erst mal hier bliebe und seinen Abschluss fertig macht. Das sieht er natürlich ganz anders, stimmt's? Klar. Du kennst ihn ja inzwischen auch etwas. Er glaubt, Susanne würde es ihm nur verbieten, weil sie uns Steine in den Weg legen will. Ach, das ist doch Quatsch. Ja, das sehe ich genauso. Aber in der Hinsicht ist Paul total verbohrt. Ich kann nur hoffen, dass er Susannes Verbot akzeptiert. Damit die Situation nicht ganz eskaliert. Ich muss jetzt noch zu deinem Bruder. Grüß ihn von mir, ich besuche ihn, sobald ich kann. Mach ich. Bis dann. Ciao. Ciao. Ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Es sind nur 3 läppsche Monate, die du länger hier bleiben musst. Genau. Und das sind mir definitiv 3 Monate zu viel. So schlimm ist es hier nun auch wieder nicht. Lisa, du willst mich nicht verstehen, oder? Ich habe keinen Bock, so lange auf Anne zu verzichten. Und was spricht dagegen, wenn ich sofort mit ihr hingehe? Dein Abi? Das kann ich auch in Frankreich fertig machen. In Marseille gibt's eine deutsche Schule. Das habe ich ja alles schon geregelt. Tja, ich kenne aber eine Person, die dir nie die Anmeldung dafür unterschreiben wird. Susanne. Sie will doch nur dein Bestes. Sie will doch nur dein Bestes. Du redest genauso Müll wie Susanne. Ich kann dir sagen, was Susanne will. Anne und mich auseinanderbringen. Weil sie nie akzeptiert, dass wir beide ein Paar sind. Jetzt komm mal wieder runter. Ist doch wahr. Wenn sie mich einfach mal machen lassen würde, dann wäre alles super. Okay. Aber wenn sie es nicht anders will? Was hast du vor? Ich werde gleich nach Hause fahren, meine Sachen holen, die ich für Frankreich brauche. Meine Zeugnisse, meine Geburtsurkunde, meinen Reisepass. Dann fehlt dir aber immer noch die schriftliche Einverständniserklärung von Susanne. Und wie willst du an die kommen? Sie vielleicht foltern? Eine Kleinigkeit. Ihre Unterschrift kenne ich mittlerweile ganz gut. Er ist für Sie. Danke. Nico. Lieber Christian, ich kann dir gar nicht sagen, wie unendlich ich mich über deine Zahlen gefreut habe. Allerdings muss ich zugeben, dass es mir sehr schwer gefallen ist, mich an unsere gemeinsamen Erlebnisse zu erinnern. Denn dann tut es noch mehr weh, dich nicht bei mir zu haben. Viel lieber will ich mir vorstellen, dass noch alles vor uns liegt, wenn endlich bewiesen ist, dass du unschuldig bist. Du musst einfach nur die Augen schließen. Du musst einfach nur die Augen schließen. Dann bin ich bei dir. Wir Wir liegen zusammen auf unserer Dachterrasse, halten unsere Hände und schauen in den Sonnenuntergang. Der Mond geht langsam auf und alles ist voller Sterne. Ein unendliches Sternenmeer. Und dazu hören wir meinen absoluten Lieblingssong. Kannst du ihn hören? Nur wir beide. Der Himmel und das ganze Universum. I am smiling. Nico. I think of you.
Im Endeffekt ist es mir relativ gleichgültig, wem Omni Remaker gehört. Solange das Gehalt stimmt und mein Budget nicht gekürzt wird. Natürlich nicht, Professor Frankenberg. Mein Chef lässt Ihnen ausrichten, wie zufrieden er mit Ihrer kleinen Vorstellung war. Es war gar nicht so einfach, die Lahnsteins von den gefälschten Testergebnissen zu überzeugen. Die Gräfin hat zuerst zickend gemacht, aber dieser arrogante Schnösel, Sie meinen Ansgar? Treffende Beschreibung. der will jetzt Omni Remaker so schnell wie möglich verkaufen. Und damit ist mein Auftrag erledigt. Und wie vereinbart, haben Sie sich Ihre kleine Entlohnung verdient. Was erlauben Sie sich hier einfach so reinzuplatzen? Wer sind Sie überhaupt? Der Inhaber der Lahnstein Holding. Ihr Boss sozusagen. Graf Lahnstein. Hallo, Paul. Aber Sie haben das völlig missverstanden, Graf Lahnstein. Ich wollte dieses Geld nur annehmen in der ganz festen Überzeugung, dass es sich dabei um eine Spende handelt. Eine Spende? Wollen Sie meine Intelligenz beleidigen? Sie können doch nicht ernsthaft glauben, dass ich mich bestechen lassen würde. Ich bin Wissenschaftler. Die deutsche Geschichte ist voll von bestechlichen Wissenschaftlern. Sie sind gefeuert, und zwar fristlos. Was? Ich werde mich noch heute mit dem Geschäftsführer von Omni Remaker in Verbindung setzen und mit ihm besprechen, welche juristischen Konsequenzen das für Sie haben wird. Ich habe dieser Firma mein Leben geopfert. Das können Sie nicht machen. Hey! Ich kann und ich werde. Sie haben sich kaufen lassen. Sie haben meine Familie mit falschen Informationen über diese Versuchsreihe versorgt. Glauben Sie denn allen Ernstes, dass ich Sie mit diesen kriminellen Machenschaften durchkommen lasse? Bitte. Und jetzt zu Ihnen, Frau Kübler. Sie sollen mich loslassen, ich... Sie werden mich jetzt begleiten. Ich denke, wir haben noch eine Verabredung. Sind Sie jetzt mit der Aufgabe überfordert oder nicht? Sie brauchen mir zu lange, ich suche mir einen anderen. Da heißt es doch immer, der Adel besitze noch Anstand. Und? Verdammter Mistkerl! Soll ich die Polizei rufen? Das wird nicht nötig sein, Kitty. Graf Lahnstein wollte mein Büro sowieso gerade Wenn du verlassen. dich noch einmal in meine Angelegenheit mischst. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich meine es ernst, Adrian. Lass die Finger von Omni Remaker und der Lahnstein Holding, oder du wirst es bitter bereuen. Du willst Krieg. Den kannst du haben. to your heart.